Freunde, ich bin stinksauer. Arda Güler in der 81. Minute wieder ausgewechselt, obwohl er die Bälle gut verteilt etc. pp. 2:0 gewonnen, aber ganz ehrlich, es war wieder ein Krampf. Ich hab's doch gesagt, es war ein Krampf. Und mein erster Livestream, da möchte ich auch was ganz kurz zu sagen, den ich gestern gemacht habe. Ja, mein Name ist Dennis, Hala Madrid, Freunde. Willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei seid. Und nicht vergessen, mich zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, damit wir hier immer größer werden. Yes! So, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Erstmal eine kurze Nacht gehabt. Ich habe natürlich noch Super Bowl geschaut. War meine Mannschaft leider nicht dabei, aber die Seahawks haben gewonnen. Das habe ich eigentlich auch so erwartet. Yes. Aber das war nur am Rande. Ja. Mein erster Livestream, da fangen wir mal mit an. Ich habe gestern einen Test-Livestream gemacht, natürlich unspektakulär. Das wird auch beim nächsten Mal unspektakulär. Ich muss erst mal sehen, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie das mit diesen ganzen Einblendungen, mit der Mannschaftsausstellung vielleicht. Aber eigentlich ist es auch egal, Hauptsache man ist live. Ganz ehrlich, es waren sogar schon 16 Stück mal live, ein Stück dabei. Gestern ganz kurz, war ja nur ganz kurz. Und man darf natürlich keinen Ton reinmachen, ist ja ganz klar, ist Copyright und so. Aber für dieses kurze Mal und das nächste Mal werden wir es dann mal länger machen. Schauen wir mal, oder über das ganze Spiel. Aber es wird eben, ja, was heißt unspektakulär, aber es ist einfach ganz normal Livestream, man ist dabei, man kann ein bisschen schnacken und so weiter und so fort und dementsprechend erstmal für den Anfang bestimmt in Ordnung. Auf jeden Fall war trotzdem cool und dementsprechend könnt ihr übrigens auch auf meinem Kanal sehen, ist jetzt nicht so viel zu sehen, aber das Livestream oder beziehungsweise der Livestream ist ja auch hier hochgeladen worden. Ja. Das erstmal am Rande mit den Livestream. Ja, das war gestern mal ein Test. So, dann kommen wir zum Spiel. 2:0 gewonnen. Ja, aber ich habe es doch schon in meinem Video davor gesagt, am Samstag, dass es auf jeden Fall ein krampfartiges Spiel wird, vor allen Dingen die erste Halbzeit. Es ist aber das ganze Spiel ein krampfartiges Spiel gewesen. Ja, wir haben zwar gewonnen und wenn ich die Bewertung, die ich ganz gern hier auch mal einblende, schon mal jetzt vorweg, schaut euch doch mal an, wie die Spieler bewertet worden sind. So, ich gucke jetzt gar nicht so rein, ich mache das jetzt aus dem Kopf. Es ist vieles über 7, 7,5, 7,8, 8,1 und so weiter und so fort. Daran kann man auch eigentlich sehen, dass das Spiel eigentlich bombastisch gut gewesen sein muss. Also ich weiß nicht, was die Seite da jetzt gesehen hat oder überhaupt. Ist es auch egal. So war das Spiel auf jeden Fall nicht, bin ich der Meinung. Jetzt könnte man sagen, Mann, hört auch auf zu jammern, endlich mal gewonnen, vielleicht ein bisschen stabil gestanden. Ja, aber ganz ehrlich, ein bisschen stabil gestanden und es war überhaupt kein schönes Spiel. Es ist einfach anstrengend, im Moment real beim Fußball zuzuschauen. Ja, Mbappé hat wieder getroffen, alles schön und gut. Ich finde, sie waren, oder wie soll ich das sagen? Wir waren vielleicht nicht unbedingt immer in großen Gefahr gegen Valencia. Ich kann es auch so sagen. Valencia war wirklich nicht stark. Sie hätten das viel anders ausnutzen müssen, wenn man jetzt für Valencia sprechen würde. Wäre ich jetzt Valencia-Fan, würde ich sagen, wir haben das komplett verpasst, gegen das große Real Madrid 3 Punkte zu holen. So, und das sagt doch schon alles. Und deswegen die Spieler so zu bewerten, Arda Güler, ne, oder ein paar Spieler, klar, die waren schon gut, stabil, aber irgendwie hat keiner so herausgeragen, außer vielleicht, und den möchte ich jetzt nicht wieder hochstellen, aber Arda Güler hat die Bälle gut verteilt. Da kommen wir gleich zu und zu den Rest, der mich wirklich ankotzt langsam. Und irgendwie muss man sich das doch hinterfragen. Aber zum Spiel nochmal, wie gesagt, es ist aktuell ganz schlimm und ich sag euch eins, ich meine, gut, dann spielen wir auch wieder anders, aber steht da ein anderer Gegner? Champions League. Sollten wir weiterkommen in der Champions League, dann werden da Gegner kommen, wenn wir da so spielen, dann gehen wir unter. Und dann war es das im Achtelfinale. Vielleicht könnte ich jetzt sagen, okay, vielleicht auch besser so. Ich habe ja schon mal gesagt letzte Woche, vielleicht ist es auch besser so, weil dann ist das endlich zu Ende. Dann konzentrieren wir uns einfach nur auf die Meisterschaft. Ich denke immer positiv, aber ich sehe auch allgemein, dass da nicht irgendwie groß was ändert. Unser Trainer schafft es einfach nicht, Feuer in die Mannschaft reinzubringen. Weißt du? Und dementsprechend, weiß nicht, das 6:1, könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben 6:1 gewonnen. Und ich habe gesagt,
Ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Nicht gleich was weiß ich, oh ja, jetzt geht's los. Nein, ich wusste das. Das ist immer, wenn ein neuer Trainer da ist, das erste Spiel oder denkt, ne? Aber ich sag euch eins, wir werden gar nichts gewinnen, auch wenn ich das nicht gerne, sag ich mal, ausspreche. Aber das war gestern. Deswegen, ich finde das so ein bisschen erschreckend, die Bewertung der Spieler. Also hätten die so eine Bewertung, gut, vielleicht widerspricht sich das ein bisschen, nur weil man so eine gute Bewertung hat, heißt nicht, dass man 6-0 gewinnen muss, dass da ein Ergebnis von 6-0 stehen muss. Nein, aber wir haben nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und denn so zu bewerten, ich finde, kann man irgendwie nicht. In meinen Augen kann man das nicht. Die hätten alle so eine 6,8, 6,5 und Arda Güler eine 7,2. Er war jetzt, ne, man muss auch sagen, es hätte ja eng werden können. Da gab es eine Situation, Arda Güler hat einen guten Pass gemacht, hat sich frei gelaufen und Kamavinga hätte passen können. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ja, und da kommen wir dann jetzt zu Arda Güler und zu diesem ganzen Kram. Fangen wir denn mal an mit dem Pass. Da frage ich mich, warum bekommt Arda Güler nicht so ein Pass zurück? Denn wäre das eine Riesenchance gewesen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Irgendwie wollen sie ihn nicht anspielen. Ich weiß nicht warum, weil sie Angst haben, der Junge ist so gut oder was. Das sind alles das ist das Problem. Ich sehe es ja jetzt immer mehr, dass die Ego-Probleme immer größer werden. Diese großen Stars und so weiter und so fort. Ne, mal an meckern, aber wenn die selber scheiße Pässe machen oder so weiter, easy, ne? Sie wissen, dass er gut ist, aber irgendwie bringt es auch nichts. Dass er natürlich nicht jeden Ball, was weiß ich wie, ist ja auch keine Maschine. Aber es gab Situationen, da war das gut. Und vor allen Dingen der Pass auf Kamavinga, er läuft sich frei und Kamavinga hätte nur weiterpassen können zu ihm und er wäre durch gewesen im Strafraum. Nein, man konnte auch sehen, dass Arda Güler da stand und sagt, warum machst du das jetzt? Warum passt du denn nicht? Ja, und dann das mit den Auswechseln wieder. Ich lag ein bisschen falsch. Ich habe gesagt, zwischen der 71. und 80. Es war diesmal die 81. Ich habe das auch auf TikTok gesagt, hat unser Trainer eigentlich irgendwas brennen am Helm oder so, oder wie man da so sagt? Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn, warum spielt der Junge eigentlich nicht mal durch? Gibt es irgendeinen Grund, warum er ihn nicht durchspielen lässt? Also irgendwie, als wenn da irgendwelche, keine Ahnung, was zusammenhängen, er darf, egal wie gut er ist, er darf nicht durchspielen. Warum nicht? So, nun sind es nur noch, war die Nachspielzeit, also es waren noch 11 Minuten. Okay. Aber ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Wenn man einen Pass so gibt, wenn man hin und her, es lief ja fast alles über Arda in der Mitte, dann weiß ich nicht, warum man ihn auswechselt. Man muss ihn durchspielen lassen. So, aber ich halte auch ganz ehrlich, ich halte von Legende hin und her. Dieser Trainerwechsel auf ihn und so weiter. Man hätte jetzt schon lange meines Erachtens einen anderen finden müssen. Es ist nicht so einfach, vielleicht geht das auch nicht, aber ganz ehrlich, ich hoffe, nächste Saison müssen wir auf jeden Fall mit einem stabilen Trainer da sitzen. Das ist meine Meinung, weil so kann es nicht sein. Oder diese ganzen Anweisungen, aber dann läuft was ganz falsch, kommt von oben. Aber dann sind wir hier ich will jetzt nicht das schlecht machen, aber wir wissen das, weil dann sind wir hier beim FC Bayern, wo eigentlich nur der Vorstand was zu sagen hat. Nichts weiter. Das ist aber eigentlich bei Real nie so gewesen. Auch mit den Transfers eigentlich nicht. Eigentlich kann der Trainer immer, bei Bayern ist das so, da hat nur der Vorstand was zu sagen, der Trainer eigentlich gar nichts. Ne? Und ich finde es eigentlich cool, dass Company das alles so richtig hinkriegt. Stabil, aber das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Ja, aber ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich fand das wieder unmöglich. Lasst den Jungen doch mal durchspielen. Lasst ihn mal durchspielen. Und dann, wie gesagt, die Bewertung der einzelnen Spieler finde ich viel zu hoch. Viel zu hoch. Nee, weiß ich nicht. Aber das ist ja, macht was ihr wollt. Ihr kriegt so und so eine gute Bewertung. Macht was ihr wollt. Ihr spielt so und so durch. Keine Ahnung. Winnie gestern natürlich gesperrt gewesen, aber war nicht dabei.
anstrengend. Es ist im Moment, es ist schwer, es ist ganz schwer, das ist manchmal schon eine Qual, sich das anzuschauen, dass ich das sage. Ich meine, wie gesagt, seit so lange Real Madrid-Fan, es ist anstrengend. Ich weiß nicht, weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber es ist anstrengend. Ja, dementsprechend lassen wir das, gehen wir so raus. Abonniert mich gern, wie gesagt, nicht vergessen, das würde mich riesig freuen. Und ja, dann werden wir mal gucken, was die nächste Woche, wie gesagt, mal gucken. Ne? Ich bin ja eigentlich fast jeden Tag am Start, außer beim Spieltag, nicht meistens. Und ob es denn neue Themen gibt, müssen wir mal gucken. Kann auch mal sein, dass ich mal einen Tag nicht ein Video mache, weil es nicht unbedingt was Großes gab. Aber im Moment, es gibt einfach viel zu sagen. Und man weiß ja nie, was jeden Tag passiert bei Real Madrid. Also, Freunde, trotzdem, Hala Madrid. Und ja, wir hoffen, dass es endlich mal irgendwann besser wird. Und wie gesagt, schreibt mal runter, was ihr von dieser ganzen Situation haltet, wie ihr das Spiel fandet, ob diese Spielerbewertung wirklich zu Recht so waren und was ihr davon haltet, dass Arda Güler immer ausgewechselt wird. Also Freunde, haut rein, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.